Die Landwirtschaft wie im Bilderbuch gibt's nicht mehr. Ein Hof, der ein paar Felder bewirtschaftet und auf dem Kühe, Schweine und Hühner gehalten werden. Warum ist das heute so selten? Gründe dafür gibt es viele. Der voranschreitende technische Fortschritt, immer größere und auch teurere Maschinen, riesige bewirtschaftete Flächen. Landwirtschaft wird effizienter und damit auch intensiver. Zum Vorteil für die Verbraucher, denn Lebensmittel sind deutlich billiger und es bleibt mehr Geld für andere Dinge. Gleichzeitig aber sinken die Gewinne vieler Landwirte. Heute ernähren in der EU größere und gleichzeitig weniger Landwirtschaftsbetriebe die Menschen. Zwischen 2005 und 2016 schrumpfte die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU um gut 1/4, während die landwirtschaftliche Fläche insgesamt fast gleich blieb. Aus Brüssel gibt es finanzielle Unterstützung für Landwirte. Darauf sind sie angewiesen. Gefördert wird auch in Abhängigkeit von der bewirtschafteten Fläche. Also, je größer ein Betrieb ist, umso mehr Fördergelder erhält er. Denn die Förderung gibt es pro Hektar. Klingt logisch. Aber führt in bestimmten Fällen dazu, dass Großbetriebe wachsen und kleinere aufgeben müssen. Damit verschwindet dann auch jedes Mal ein Stück der Bilderbuchlandwirtschaft. Und dann, nicht zu vergessen, in Deutschland zum Beispiel leben heute mehr als 3/4 der Menschen in Städten oder Ballungsgebieten. Gerade mal 15% leben noch in Dörfern. Aber fast die Hälfte der Städter träumt noch immer vom herrlichen Bilderbuchlandleben. Ein Gegensatz muss nicht sein. Stadt und Land verbinden kann man zum Beispiel mit der solidarischen Landwirtschaft. Dabei beteiligen sich Privathaushalte an den Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes. Im Gegenzug bekommen sie einen Teil der Ernte. Hier kann jeder mitmachen. Es entsteht eine neue Gemeinschaft und ein gemeinsames Verantwortungsgefühl. Außerdem, Landwirtschaft wird ein kleines Stück unabhängiger vom Markt und jeder Einzelne kann so regionale Landwirtschaft unterstützen. Klingt nach dem Besten aus beiden Welten. Verbraucher finanzieren landwirtschaftliche Produktion und erhalten dafür regional erzeugte Lebensmittel. Und so könnte es dann hier und da in 100 Jahren doch noch diese Landwirtschaft geben, die wir alle aus den Bilderbüchern kennen.